Hallo und herzlich willkommen. Träumen Sie auch schon von der nächsten Reise? Und wie wär's, wenn Sie das alles mal auf Deutsch machen könnten? Also vom Planen bis zum Erzählen danach. Genau das schauen wir uns heute an. Wir machen sozusagen eine sprachliche Reise von der ersten Idee bis zur Erinnerung. Also Koffer packen, es geht los. So, und da sind wir schon bei der wichtigsten Frage überhaupt. Wohin möchten Sie reisen? Denken Sie mal kurz drüber nach. Was ist Ihr Traumziel? Das ist ja immer der Startschuss für jedes Abenteuer, oder? Ja, wohin soll's denn gehen? Vielleicht ans Meer? Einfach nur entspannen? Oder sind Sie eher der Typ für die Berge, so richtig mit Wandern und frischer Luft? Oder vielleicht eine pulsierende Großstadt? Die Ruhe auf dem Land? Eine einsame Insel? Oder einfach nur raus in die Natur? Jede Option ist super, hat ihren eigenen Zauber und klar, auch ihre eigenen Vokabeln. Okay, hier ist unser kleiner Fahrplan für heute. Erstens, der Traum. Wohin soll's gehen? Zweitens, der Plan. Wie kommen wir dahin? Drittens, die Reise selbst. Viertens, das Erlebnis vor Ort. Fünftens, die Reflexion, also was war top, was war ein Flop. Und zum Schluss sind, klar, Sie dran. Klingt gut? Dann los zum ersten Punkt. Alright, fangen wir mit dem schönsten Teil an, dem Traum. Wie können wir unsere Wünsche und Vorlieben am besten in Worte fassen? Also, wie genau sagt man auf Deutsch, was man vorhat oder worauf man so richtig Lust hat? Das schauen wir uns jetzt mal an. Und dafür gibt's im Deutschen ein echt praktisches Werkzeug, die Zu-plus-Infinitivkonstruktion. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Grammatikunterricht, ist aber super einfach, versprochen. Man braucht das immer dann, wenn man zwei Verben verbinden will, um einen Plan oder eine Absicht zu zeigen. Ganz klassisch, ich plane, im Sommer zu reisen. Sehen Sie, planen und reisen verbunden mit zu. Und das Tolle ist, das Ding ist total vielseitig. Man kann es mit Verben benutzen. Klar, er versucht, Deutsch zu lernen. Geht aber auch mit Adjektiven. Es ist wichtig, regelmäßig zu lernen. Und sogar mit Nomen. Zum Beispiel, ich habe Lust, Pizza zu essen. Das ist quasi das Schweizer Taschenmesser der deutschen Grammatik, wenn man über Wünsche und Pläne spricht. Richtig praktisch. Okay, der Traum steht, aber vom Träumen allein kommt man ja noch nicht ans Ziel, oder? Also, jetzt wird's ernst. Kommen wir zur Planung. Wie machen wir aus dem Traum jetzt einen echten Plan? Jeder gute Plan braucht natürlich eine Checkliste. Ist ja klar. Also, gehen wir's mal durch. Erstens, Reiseziel wählen. Haben wir quasi schon. Zweitens, Unterkunft buchen. Ganz wichtig. Drittens, Koffer packen. Und viertens, und das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt, Dokumente kontrollieren. Mit diesen 4 Schritten ist man schon mal auf der sicheren Seite. Und klar, für all diese Schritte brauchen wir die richtigen Worte. Also schauen wir uns mal das Vokabular an. Es geht um die Unterkunft, also Hotel oder Ferienwohnung. Dann die Buchungen, also wie kauft man Tickets und so weiter. Das Gepäck, Koffer oder Rucksack. Und natürlich die Dokumente. Kleiner Tipp am Rande, das Wort Reisepass sollten Sie sich merken. Ohne den geht nämlich gar nichts. So, die Koffer sind gepackt, die Tickets sind gebucht. Jetzt geht's endlich los. Der aufregende Teil beginnt. Die Reise selbst. Jetzt geht's wirklich darum, von A nach B zu kommen. Und egal, wie Sie unterwegs sind, Ihr Abenteuer startet meistens an einem dieser 3 Orte. Am Flughafen. Na klar, da fliegen Sie mit dem Flugzeug. Am Bahnhof nehmen Sie den Zug. Und an der Haltestelle, da wartet der Bus. Eigentlich ganz simpel, oder? Und dazu gehören natürlich auch die richtigen Verben. Also alles fängt an mit abfahren für den Zug oder abfliegen für das Flugzeug. Ganz allgemein kann man auch abreisen sagen. Dann, wenn man da ist, heißt es ankommen. Und wenn die schöne Zeit vorbei ist, tja, dann muss man wieder zurückkehren. Das ist der ganze Zyklus.
Juhu, wir sind da. Angekommen. Aber hey, die Reise ist ja noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Was macht man denn so am Urlaubsort? Und vor allem, wie erzählt man davon? Am besten schauen wir uns das mal in einer echten kleinen Reisegeschichte an. So sehen wir die Wörter mal in Aktion. Also, alles fängt ganz klassisch mit der Vorbereitung an. Zuerst habe ich das Flugticket online gebucht und meinen Koffer sorgfältig gepackt. Kommt einem bekannt vor, oder? Und dann geht die Geschichte weiter. Hier sieht man super, wie die verschiedenen Teile zusammenpassen. In Wien bin ich am Bahnhof ausgestiegen, um mit dem Zug nach Salzburg weiterzufahren. Und zack, danach direkt ins Hotel. Man merkt richtig, wie aus den einzelnen Wörtern eine flüssige Erzählung wird. So, und jetzt kommt das, worum es eigentlich geht. Das Erlebnis. Während der Reise habe ich viele Sehenswürdigkeiten besichtigt, die schöne Landschaft fotografiert und leckeres Essen genossen. Ja, genau das sind doch die Dinge, die man nie vergisst, die eine Reise erst besonders machen. Tja, und jede Reise geht irgendwann zu Ende. Was dann bleibt, sind die Erinnerungen und die Geschichten. Und jetzt kommt ein wichtiger Teil, die Reflexion. Was war super, was war vielleicht nicht so super? Das ist ja oft das Spannendste, wenn man Freunden von der Reise erzählt. Schauen wir uns mal die Vor- und Nachteile an. Auf der Pro-Seite, man lernt neue Kulturen kennen, erweitert den Horizont, hat Spaß, alles super. Aber seien wir ehrlich, es gibt auch eine Kontraseite. Reisen kann teuer sein, es kann stressig werden und ja, manchmal hat man sogar Heimweh. Man sieht also, es ist nicht immer alles nur rosarot. Und genau dieser Satz hier, der ist Gold wert. Reisen hat viele Vorteile, aber Reisen hat auch Nachteile. Das ist ein perfekter Einstieg, um über eine Reise zu sprechen. Es fasst die beiden Seiten super zusammen. Probieren Sie das mal aus, wenn Sie das nächste Mal von einem Urlaub erzählen. Das wirkt sofort viel reflektierter. Und weil, seien wir ehrlich, im Urlaub auch mal was schiefgehen kann, hier noch 2 Sätze für den Ernstfall. Also, wenn der Zug ausfällt oder das Hotel überbucht ist, dann passt ein herzhaftes Nein, so ein Mist, perfekt. Und für die absolute Katastrophe, der ganze Urlaub ist im Eimer. Aber hoffen wir mal, dass Sie die nie benützen müssen. So, und damit sind wir auch schon fast am Ende unserer kleinen sprachlichen Reise. Wir haben zusammen geträumt, geplant, sind gereist und haben darüber nachgedacht. Jetzt sind Sie dran. Jetzt geht es darum, das alles mal selbst auszuprobieren. Und deshalb gebe ich die Frage jetzt direkt an Sie weiter. Was war denn Ihre schönste Reiseerfahrung? Erzählen Sie doch mal. Nutzen Sie die Wörter und Sätze von heute und erzählen Sie Ihre eigene Geschichte. Denn am besten lernt man immer noch, indem man es einfach macht. Also, ich bin gespannt. Wohin geht Ihre nächste Reise?